Wie kriegt man eigentlich seine Aktien, seine ETFs ins Ausland, wenn man auswandert? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du eine Auswanderung planst, aber im Steuerdschungel verheddert bist und nicht genau weißt, wie du tatsächlich ganz konkret, ganz praktisch diese Auswanderung umsetzen sollst. Wir denken zum Beispiel an Dinge wie die Wegzugsteuer, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die Entstrickungsbesteuerung und so weiter und so fort. Dann lade ich dich herzlich ein, einen unserer Live-Workshop-Tage zu besuchen. Die finden regelmäßig statt, zum Teil in London, zum Teil in Zürich. Alle Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. In der Regel nehmen dort wenige Personen teil, 5, 6, manchmal dann mit ihrem Partner. Und dann besprechen wir eben konkrete Fragen den ganzen Tag zu der konkreten Auswanderung. Deine Fragen, die du bei der Auswanderung ganz konkret hast. Was muss ich mit meinem Unternehmen machen? Was muss ich mit meinem Konto machen? Welche Länder sind besonders steuergünstig? In welche Länder geht man besser nicht? Wie vermeide ich die Wegzugsteuer? Wird die Wegzugsteuer überhaupt fällig? Was sind steuerliche Fallstricke, die man beachten muss? Also alles, was du dir zum Thema Auswandern und Steuern vorstellen kannst, das wird an diesem Tag besprochen. Jeder der Anwesenden hat genug Zeit, über seine konkreten Fragen zu sprechen und lernt natürlich auch bei der Beantwortung dann der Fragen, die andere Teilnehmer an dem Workshop haben. Also wenn man in Kürze eine Auswanderung plant, vielfach ja zum Jahreswechsel, dann solltest du dir das wirklich anschauen. Ist ein Tag, der sicherlich sinnvoll investiert ist. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zu unserem eigentlichen Thema und hier hat Tobin uns geschrieben. Tobin hat ein Video gesehen, das ich vor kurzem gemacht habe, wo es um die Mitnahme von Geld ins Ausland geht. Wie macht man das eigentlich, wenn man ins Ausland geht? Wie bringt man Geld dorthin? Und jetzt hat Tobin sich gefragt, okay, Geld ist klar, das haben wir in dem Video geklärt. Wie transferiere ich also mein Vermögen ins Ausland? Was ist aber nur mit Aktien, mit ETFs? Wie bekomme ich die eigentlich ins Ausland? Er hat hier als Beispiel gebracht, dass er in Deutschland wohnt, dort bei einem Broker ein Depot hat und nun nach Singapur hier zum Beispiel umziehen möchte. Wie bekommt er nun im Rahmen seiner Auswanderung seine Aktien von Deutschland nach Singapur? Und es ist ja im Grunde genommen klar, welche Frage dahinter steht. Natürlich kann er einfach verkaufen, aber dann wird ja hier möglicherweise die Steuer fällig in Deutschland, die Abgeltungssteuer. Und das will ich natürlich nicht. Wie kann ich also die Aktien, die ETFs in mein neues Depot, zum Beispiel in Singapur bekommen, wohin ich auswandere, ohne nur die Aktien, die ETFs verkaufen zu müssen, ohne dass es zum Eigentümerwechsel kommt, ohne dass nun tatsächlich hier Steuer fällig werden wird? Ja, Tobin, das ist eine ausgesprochen interessante Frage und gerne wollen wir dazu ein Video machen. Kurzer Hinweis hier an alle, wenn auch du eine interessante Idee für ein Video hast, wenn du eine brennende Frage hast zum Thema Auswandern, Steuern, Recht, die dich interessiert und wozu du selbst einfach keine Antwort online finden kannst, dann schreib uns doch auf unserer Webseite perspektiveausland.com, findest du in der Fußzeile entweder eine E-Mail-Adresse oder auch ein Formular. Dort steht Gast und Thema vorschlagen. Das kannst du kurz ausfüllen und uns beschreiben, was deine Frage ist, was dich interessiert. Und ich muss sagen, die meisten Videos auf diesem Kanal nehmen so ihren Anfang. Jemand schreibt uns oder es ergibt sich etwas natürlich in den Beratungsgesprächen, die ich führe. Und dann kommen wir zu dem Schluss, dass das für viele interessant sein sollte. Und dann machen wir dazu ein Video. Also ich lade dich ganz herzlich ein. Schreib uns, wir schauen uns alle Zuschriften gerne an. Wir können natürlich nicht zu jeder Zuschrift ein Video machen. Manchmal sind die Themen eben nur für eine zu kleine Gruppe relevant. Aber wenn sich hier eine größere Relevanz ergibt, dann machen wir natürlich gerne ein Video dazu. Und an dieser Stelle nochmal Danke an alle, die uns schreiben, die uns schon geschrieben haben. Davon profitiert hier die ganze Community, die vielen Tausenden und Zehntausenden, die diesen Kanal hier anschauen. Also deswegen schick uns deine Vorschläge, deine Themenvorschläge, deine Gastvorschläge zu. Wir schauen das gerne an. Nun aber zu der interessanten Frage von Tobin. Wie bekomme ich meine Aktien, meine ETFs ins Ausland? Bevor wir diese Frage konkret beantworten, ist es extrem wichtig zu verstehen, dass du dir einmal darüber klar wirst, wie eigentlich Aktien, ETFs, Wertpapiere überhaupt gehalten werden. Das ist ja nicht wie Bargeld. Dein Depot ist ja nicht einfach nur ein Girokonto, wo jetzt Aktien drauf liegen und die kann ich dann einfach überweisen, hier über eine IBAN, sondern tatsächlich gibt es etliche Unternehmen,
die involviert sind, wenn es um das Halten von Aktien geht und damit natürlich auch um das Übertragen von Aktien. Dazu habe ich mal ein ganz einfaches Schaubild gemacht. Das will ich jetzt mal öffnen. Hier kannst du es sehen, wie Aktien wirklich verwahrt werden. Ganz oben bist du. Du bist der Anleger. Du hast eine App oder eben ein Online-Depot. Und dieses Online-Depot hast du bei einem Broker. Und dort siehst du dann den Bestand deiner Aktien. Das sieht so aus, wie wenn die auf einem Art Aktienkonto, sage ich jetzt mal, verwahrt werden. Aber in Wirklichkeit ist hier dann eine Custodienbank involviert. Also zum Beispiel dieser Broker, sagen wir mal Comdirect zum Beispiel, hat dann eine sogenannte Lagerstelle bei einer Custodienbank, sagen wir zum Beispiel mal BNP Paribas oder auch die Deutsche Bank. Hier werden dann deine Aktien gepoolt in dieser Lagerstelle. Ja, das heißt also, alle Kunden von Comdirect haben dann alle ihre deutschen Aktien zum Beispiel hier bei einer Lagerstelle von BNP Paribas oder Deutsche Bank. Und diese sogenannte Custodienbank, diese Lagerstelle wiederum hat ein Konto beim Zentralverwahrer. Das ist zum Beispiel Clearstream oder Euroclear oder DTC oder in UK heißt es Crest. Und dort sind dann wiederum hier alle Aktien gepolt der Aktien bei der Custodienbank. Ja? Also nochmal, du hast ein Konto bei dem Broker. Der Broker hat ein Konto bei dieser Custodienbank. Dort werden die Aktien gepoolt und beim Zentralverwahrer werden sie dann auch gepoolt. Dann gibt es den sogenannten Share-Registrar, das ist der Registerführer des Emittenten. Der führt im Grunde das Aktienregister, das elektronische Aktienregister der Gesellschaft, die diese Aktien ausgibt und verteilt es dann hier über den Zentralverwahrer an die Lagerstelle. Also du kannst sehen, das sind eine Reihe von Ebenen und Unternehmen involviert. Wenn du jetzt also deine Aktien überträgst, also ich sage mal zum Beispiel an dein neues Konto in Singapur, dann muss hier also diese Übertragung letztlich in dieser ganzen Struktur abgebildet werden. Jetzt gibt es Fälle, wo das ganz einfach möglich ist. Wenn du zum Beispiel zu einem anderen Broker in Deutschland oder der EU wechselst, dann sind ja die zugrunde liegenden Strukturen die gleiche. Auch dieser wird dann die gleichen Custodienbanken verwenden oder aber zumindest Clearstream verwenden. Man kann die Papiere dann relativ einfach verschieben. Wenn aber die Aktie nun zum Beispiel bei einem anderen Zentralverwahrer liegt, dann ist es schon ziemlich kompliziert. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also zum Beispiel bei britischen Aktien, die in Euro nominiert sind, ist es so, dass sie zum einen in Crest gehalten werden können, also beim britischen Zentralverwahrer Crest, aber eben auch in Clearstream, ja, weil es eben in Euro denominierte Aktien sind. Ja. Also eine britische Aktie kann zum Beispiel im Pfund oder auch in Euro ausgegeben werden. So, zwischen Crest-Konten kann ich jetzt ziemlich einfach verschieben. Wenn aber nun ein Depot über Crest freigeschaltet ist und ein anderes über Clearstream, dann werde ich ein Problem haben, eine solche Aktie zu übertragen. Insbesondere, wenn du einfach nur bei einem dieser Online-Broker bist und nicht bei einer Vollbank. Eine vollwertige Bank, zum Beispiel Deutsche Bank oder UBS und so weiter und so fort, die können das schon eher machen, aber vielfach sind die Online-Broker eingeschränkt oder selbst wenn sie nicht eingeschränkt sind, wollen sie einen solchen Depotübertrag nicht machen, weil es ziemlich schwierig ist, weil es viel manuellen Aufwand erfordert, weil auch die Fehlerwahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist und dem wollen sich diese Online-Broker vielfach nicht aussetzen. Deswegen wirst du erfahren, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte meine Aktien übertragen von meinem Comdirect Depot zum Beispiel nach Singapur, wobei ich jetzt hier nicht spezifisch auf Comdirect verweisen möchte. Ich weiß nicht, wie Comdirect da reagieren würde. Ich sage das jetzt nur als Beispiel. Also, wenn du deine Aktien einfach so übertragen möchtest nach Singapur, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie dir sagen, das geht nicht. Du musst bitte deine Aktien verkaufen. Bevor wir über diese Lösungen sprechen, möchte ich noch einmal auf die steuerliche Dimension hier eingehen. Du hast sicherlich schon von der Wegzugsbesteuerung gehört, die es ja in Deutschland gibt. Paragraph 6 Außensteuergesetz. Und jetzt fragen sich natürlich ganz viele Zuschauer und Zuhörer, fällt denn jetzt dort eine Wegzugsteuer an? Das war auch schon eine Frage von Tanja, als wir über die Kontenübertragung gesprochen haben ins Ausland. Fällt jetzt also Wegzugsteuer an, wenn ich ins Ausland gehe und Aktien habe, spielt das Depot und wo das Depot ist hier überhaupt eine Rolle? Und die Antwort ist nein, also zumindest in den allermeisten Fällen nicht. Wenn du an einem Unternehmen
zu weniger als 1% beteiligt bist. Und wenn wir von Streubesitz sprechen, im Falle von Aktien oder auch von ETFs, dann bist du ja niemals zu 1% beteiligt an Google oder Mercedes oder was auch immer, sondern hast dort eine absolut winzige Beteiligung. Nicht mal von 1 Promille natürlich, sondern weitaus weniger. Das heißt, die Wegzugsteuer wird dort tatsächlich nicht fällig. Jetzt hast du vielleicht gehört, dass es seit 2025 auch die Wegzugsteuer auf ETFs gibt. Das ist korrekt. Diese gilt aber nur dann, wenn du in einen ETF seit Erwerb des ETFs mindestens 500.000 Euro investiert hast. Ansonsten bist du auch davon nicht betroffen. Gehen wir mal also in unserem Beispiel davon aus, dass du von der Wegzugsteuer nicht betroffen bist. Ganz wichtiger Punkt hier für unsere österreichischen Zuhörer und Zuschauer gilt das nicht. In Österreich ist nämlich die Wegzugsteuer besonders gemein ausgestaltet seit 2016. Das heißt, dort gilt sie auf das gesamte Kapitalvermögen. Das heißt, selbst wenn du Aktien im Streubesitz hast, weit weniger als 1%, musst du den unrealisierten Veräußerungserlös beim Wegzug aus Österreich versteuern über die Wegzugsteuer. Zumindest dann, wenn du außerhalb der EU umziehst und nicht nur temporär wegziehst. Also hier ist tatsächlich die Wegzugsteuer ein Thema. Für deutsche Steuerzahler ist sie kein Thema bei einem ganz normalen Depot, wenn man Aktien, wenn man ETFs und sonstige Wertpapiere im Streubesitz besitzt. Es spielt auch keine Rolle, wo dein Depot ist, ehrlich gesagt. Manchmal denkt man ja, man fällt dann unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wenn man zum Beispiel nach Singapur umzieht und dann noch in Deutschland ein Depot hat. Das stimmt nicht. Das stimmt zwar bei Bankkonten potenziell, aber nicht bei Depots. Die Frage ist, was hier im Depot drin ist. Wenn du ins Ausland umziehst, in ein Niedrigsteuerland, in der Regel in ein Land, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt, dann können deutsche Wertpapiere, also Wertpapiere deutscher Unternehmen, tatsächlich ein Problem sein. Unter einer gewissen Voraussetzung. Also wenn du insgesamt 154.000 Euro an nicht ausländischem Vermögen hast und natürlich zählen Aktien deutscher Unternehmen zu deinem deutschen Vermögen dazu. Das ist also kein ausländisches Vermögen. Aber ansonsten, wenn du also zum Beispiel nur amerikanische Aktien hast, spielt das überhaupt keine Rolle. Du kannst also auch, wenn du willst, aus steuerlicher Sicht dein Depot in Deutschland behalten. Aber nun kommt das ganz große Aber. Wird dein depotführendes Institut, dein Broker dem zustimmen? Das ist eine ganz andere Frage und wahrscheinlich ist die Antwort nein, jedenfalls wenn du in ein Land wie Singapur umziehst oder in ein Land, was nicht in der Europäischen Union ist. Das heißt, wenn du dem Broker sagst, also ich möchte jetzt nach Singapur umziehen und ich möchte meine Adresse auf dem Konto ändern in meine neue Wohnadresse in Singapur, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Broker sagt, das können wir leider nicht machen, wir müssen nun Ihr Depot schließen, relativ groß. Das ist etwas, das du im Vorfeld abklären solltest. Auch hier in der Regel haben vollwertige Banken mehr Möglichkeiten als Broker, was die Weiterführung des Depots im Ausland anbelangt. Warum ist es so wichtig, dass du deine neue Adresse dem Broker mitteilst? Nun, wenn du die neue Adresse mitteilst, dann werden dir in Deutschland keine Steuern mehr abgezogen. Zumindest nicht beim Verkauf von Wertpapieren. Bei Dividenden wird immer noch eine Quellensteuer einbehalten. Völlig egal, wo du lebst. Da ist die Höhe der Quellensteuer dann abhängig vom Doppelbesteuerungsabkommen. Aber bei Veräußerungserlösen wird dir keine Abgeltungssteuer mehr einbehalten, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Daher ist es so wichtig, dass du die Adresse aktualisierst. Und jetzt kommen wir im Grunde auch schon zu den Lösungen, wie du das von mir vorhin angesprochene Problem lösen kannst, wie du deine Aktien ins Ausland bekommst. Also die erste Lösung haben wir schon angesprochen. Du wohnst in Deutschland, du planst umzuziehen. Die Bank sagt dir, wir können leider keinen Depotübertrag machen. Also was machst du? Du nimmst diese Aussage der Bank schlicht und ergreifend hin. Du sagst, du musst die Verluste ausbaden, du verkaufst deine Aktien, du schließt dein Depot, du ziehst nach Singapur um, du kaufst die Aktien erneut und nimmst eben die Steuer auf die Veräußerungserlöse hin. Was ist die zweite Lösung? Die zweite Lösung hängt jetzt stark von deinem Wohnsitzland ab. Ziehst du zum Beispiel in ein Land wie Singapur um, dann gibt es dort ja keine Steuer auf Veräußerungserlöse. Das heißt, du kannst im Grunde genommen das Gleiche machen, was ich gerade eben gesagt habe, ein bisschen Zeit verschoben und musst dann überhaupt keine Steuern zahlen. Das heißt, die Abgeltungssteuer 25% plus Soli
insgesamt 26,8% werden nicht fällig. Das heißt also, du ziehst ins Ausland um, in unserem Beispiel nach Singapur, du teilst der Bank, dem Broker mit, dass du jetzt in Singapur wohnst. Hoffentlich hast du vorher abgeklärt, dass der Broker auch tatsächlich deine Adresse in Singapur mit dem System übernehmen kann. Es wird ja automatisch keine Steuer mehr abgezogen. Du musst auch in Singapur keine Steuer bezahlen. Du verkaufst deine Aktien wiederum. Aber eben nachdem du umgezogen bist, nachdem du in Singapur bist, dann fallen in Deutschland keine Steuern mehr an. Dann eröffnest du in Singapur ein neues Depot und kaufst die Aktie neu. Sicherlich, die Depotgebühren sind natürlich dann auch hier zu bezahlen auf den Verkauf und auf den Kauf. Aber abgesehen davon, Steuern musst du nicht bezahlen. Die dritte Möglichkeit wäre zu sagen, dass du über einen deutschen Broker gehst oder einen europäischen Broker, der in der Lage ist, dein Depot zum Beispiel nach Singapur zu übertragen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Vollbanken wie die Deutsche Bank zum Beispiel oder auch die UBS hierzu in der Regel in der Lage sind. Das könntest du also mal abklären. Die werden natürlich garantiert nicht sehr glücklich sein, wenn du da einfach mal ein Konto, ein Depot mal schnell eröffnest, dort dann deine Aktien hinschiebst und die schieben dann alle Aktien weiter nach Singapur. Also wie du das handelst, das ist ein bisschen delikat natürlich hier im Umgang mit der Bank. Vielleicht hast du möglicherweise schon ein Depot. Wir haben tatsächlich Mandanten, die sowas machen, die dann schon ein solches Depot haben, die dann nicht extra eins eröffnen müssen. Das heißt, die zahlen dann einfach die Bankgebühren. Die Bank verrechnet dann für diesen Depotübertrag vielleicht erhöhte Gebühren. Die zahlen sie dann und dann hat sich das Ganze getan. Also, das würde so funktionieren, dass du zum Beispiel ein Depot hast bei der Deutschen Bank. Du überträgst deine Aktien, sagen wir mal, von Comdirect oder von Consors an die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist eine Vollbank, die kann dann Übertragung nach Singapur machen. Die schickt dann deine Aktien weiter nach Singapur. Das ist der dritte Weg. Und was ist der vierte Weg? Nun, der vierte Weg ist schlicht und ergreifend, dass du dein Depot behältst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt nicht wirklich einen Grund, einen steuerlichen, einen rechtlichen Grund, warum du dein Depot auflösen musst. Wenn die Bank akzeptiert, dass du es weiterführst, auch in deinem neuen Wohnsitzland, dann werden dir in Deutschland keine Steuern mehr abgezogen. Steuern musst du dann natürlich gegebenenfalls in deinem Wohnsitzland bezahlen. Kommt dann eben ganz drauf an, wo du wohnst. Wenn du in einem Land lebst, wo es keine Steuern gibt auf die Erträge, dann musst du natürlich keine Steuern bezahlen. Aber wenn du in einem Land wohnst, wie in den meisten Ländern, wo Steuern fällig werden, musst du dann selbstständig deine Gewinne erklären und dann entsprechende Steuern auch bezahlen. Und das sind im Grunde genommen die 4 Wege, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Übrigens spielt es natürlich letztlich gar keine Rolle, ob du jetzt auswanderst oder nicht. Ja, wir haben ja viele Mandanten, die sind sehr skeptisch gegenüber der EU und auch gegenüber Banken in der EU. Das heißt, die sagen im Grunde genommen, ich möchte gerne ein Depot im Ausland haben. Ich möchte nicht, dass meine Aktien hier bei einer deutschen, bei einer EU-Bank liegen. Ich möchte, dass die im Ausland sind, vielleicht in Singapur, vielleicht auch in der Schweiz. Vielleicht haben die auch eine Vermögensverwaltung dort und ich möchte, dass meine Aktien dorthin gehen. Da gilt natürlich dann genau das Gleiche. Du kannst ja in der Regel auch ein Depot im Ausland eröffnen. Singapur könnte schwierig sein, weil die diesbezüglich EU-Kunden nicht so gerne haben. Aber Schweiz ist ganz sicherlich möglich. Wir haben ja hier schon vielfach über Schweizer Depots gesprochen. Swissquote, ein sehr bekanntes Beispiel. Da kannst du natürlich auch von Deutschland ein Konto aus eröffnen. Wobei, Vorsicht, gerade wenn wir über Swissquote reden, dann ist das Depot in der Regel nicht in der Schweiz, sondern bei der Swissquote Dependance in Luxemburg. Damit kommst du dann, wenn du die EU vermeiden willst, vom Regen in die Traufe. Ja? Wenn du nicht in Deutschland sein willst und auf einmal in Luxemburg bist, das wird natürlich nichts bringen. Aber das war jetzt eben nur hier ein ganz konkretes Beispiel. Sicherlich findest du auch Banken in der Schweiz, die dann in der Schweiz tatsächlich hier die Wertpapiere halten. Also wie gesagt, dafür musst du gar nicht auswandern. Da kannst du auch in Deutschland verbleiben. Viele Mandanten machen das als eine Maßnahme ihres Plan B. In diesem Kontext wird dann eben ein Depot im Ausland eröffnet, werden dann Konten im Ausland eröffnet. Und dann gelten natürlich die Maßnahmen, die ich gerade eben gesprochen habe, entsprechend. Auch hier gibt es dann eine Reihe von Möglichkeiten, wie du die Aktien ins neue Depot bekommst. Aber natürlich wäre die Verkaufsmöglichkeit dann nicht besonders steuerlich einträglich, denn du müsstest ja dann die deutsche Steuer bezahlen, solange du noch in Deutschland wohnst. Also der Verkauf macht wirklich nur Sinn, wenn du in einem Land wohnst, wo keine Steuern erhoben werden oder nur sehr geringe Steuern. Ja, Tobin, ich hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben. So bekommen also Auswanderer ihre Depots ins Ausland. Es ist eine ziemlich komplizierte Sache oder es kann ziemlich kompliziert sein. Das wirst du vielleicht rausgehört haben. Hier ist es wichtig, dass du mit dem Broker sprichst. Lass dich hier nicht einfach abkanzeln.
die werden dir relativ schnell sagen, sie machen keinen Übertrag an einen ausländischen Broker. Appelliere da an ihre Kooperationsbereitschaft und alternativ wäre einfach eine der anderen Lösungen, die ich dir vorhin genannt habe. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern auseinandersetzt, so wie Tobin, und hierzu noch steuerliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei den Themen zu beraten, die wir jetzt auch hier angesprochen haben. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Vermögen so zu optimieren, dass es dann von dem Zugriff des Staates geschützt ist und auch steuereffizient angelegt ist. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.